Ja, danke schön. Dann wundert mich, also in der Gesamtschau dieses größten Anschlages auf deutsche Infrastruktur nach dem Zweiten Weltkrieg, dass irgendwie gar nichts so richtig passiert ist aus deutscher Sicht. Ne? Ich hatte mal nachgefragt, wie hoch ist der Schaden, der dem Bund entstanden ist. Das war meine schriftliche Anfrage 08-191. Da wurde mir gesagt, es ist gar kein Schaden dem Bund entstanden. Das erklärt vielleicht auch die etwas defensiven Ermittlungsmaßnahmen des Bundesjustizministers. Jetzt sagen Sie, die Umwelt hat eigentlich auch gar keinen Schaden davon getragen. Das wundert mich sehr. Es wurden ja Horrorszenarien entworfen, auch von der deutschen Umwelthilfe. Hey Leute, mal ehrlich, wie kann es sein, dass bei der größten Sabotage unserer Infrastruktur seit dem Zweiten Weltkrieg angeblich nichts passiert ist? Stefan Brandner von der AfD stellt die Bundesregierung genau dazu zur Rede. Wieso gibt es keine Infos zu Umweltschäden? Wer trägt die Verantwortung und warum wird hier so wenig ermittelt? Wenn ihr wissen wollt, wie sich die Regierung hier windet und was wirklich hinter der Nord Stream-Sprengung steckt, bleibt unbedingt dran. Und vergesst nicht, liken, abonnieren und kommentieren. Ich bin gespannt auf eure Meinung dazu. Auf geht's! Ist zurückgezogen. Dann kommen wir zur Frage Nummer 6 des Abgeordneten Stefan Brandner, AfD-Fraktion, zur Einschätzung der Bundesregierung zu den Auswirkungen der Nord Stream-Sabotage auf Umwelt und Natur. Frau Staatssekretärin, Sie dürfen antworten. Sehr geehrter Herr Brandner, die beschädigten Nord Stream Pipelines liegen, wie Sie wissen, in der ausschließlichen Wirtschaftszone AWZ von Dänemark und Schweden. Daher liegen die formalen Zuständigkeiten und natürlich auch die rechtliche Handhabe als auch die Daten zu Umweltfolgen bei diesen beiden Staaten. Räumlich weit über die Anschlagsstelle reichende Auswirkungen auf die Meeresumwelt in der Ostsee sind uns nicht bekannt. Und soweit die Bundesregierung informiert ist, sind negative Umwelteffekte im Zusammenhang mit der Sprengung nur lokal aufgetreten und von geringfügiger Signifikanz für die Ostsee als Ganzes. Sie können gerne Ihre 2 Nachfragen stellen. Ja, danke schön. Dann wundert mich, also in der Gesamtschau dieses größten Anschlages auf deutsche Infrastruktur nach dem Zweiten Weltkrieg, dass irgendwie gar nichts so richtig passiert ist aus deutscher Sicht. Ne? Ich hatte mal nachgefragt, wie hoch ist der Schaden, der dem Bund entstanden ist. Das war meine schriftliche Anfrage 08-191. Da wurde mir gesagt, es ist gar kein Schaden dem Bund entstanden. Das erklärt vielleicht auch die etwas defensiven Ermittlungsmaßnahmen des Bundesjustizministers. Jetzt sagen Sie, die Umwelt hat eigentlich auch gar keinen Schaden davon getragen. Das wundert mich sehr. Es wurden ja Horrorszenarien entworfen, auch von der deutschen Umwelthilfe, die gesprochen haben von einem Super-Emitter-Event von unvorstellbarem Ausmaß. 200.000 bis 350.000 Tonnen Methan, äquivalent ungefähr 20 Milliarden Liter Benzin. 80 Mal so gefährlich als Klimagas, wenn man ihrer Ideologie folgt, wie CO2 sollen da ausgeströmt worden sein. Und Sie machen uns jetzt klar, es wäre nicht messbarer Schaden für die Umwelt entstanden. Habe ich das richtig verstanden? Ich habe erstens nicht gesagt, es sei kein Schaden entstanden, sondern ich habe Ihnen gesagt, dass wir zu Schäden keine Informationen haben, weil wir zuständigkeitshalber nicht vor Ort Untersuchungen gemacht haben. Wir sind im Austausch gewesen zu den Schäden, selbstverständlich, aber es gibt keinen regelmäßigen Austausch mit diesen beiden Nachbarstaaten, wie die Umweltauswirkungen sind. Zu dem Methan kann ich Ihnen nur sagen, es wird davon ausgegangen, dass das zwar große Mengen waren, dass sie aber im Wasser gelöst sind und dadurch kein dauerhafter Schaden entstanden ist. Ja, man rechnet ungefähr, dass ein Viertel dieser 200.000 bis 350.000 Tonnen Methan im Wasser gelöst sein sollen. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, das Ganze sind internationale Gewässer oder es liegt in Dänemark, aber wir haben ja auch deutsche Ostseeküsten. Hat man an den Küsten irgendwelche, an den deutschen Ostseeküsten, und da liegt die Zuständigkeit ja, denke ich mal, bei Ihnen, hat man da irgendwelche Umwelteinflüsse bemerkt? Wir haben zu der deutschen Ostseeküsten keine Informationen, dass dort Schäden aufgetreten sind. Was soll man dazu noch sagen? Die Regierung redet sich raus, während Herr Brandner mit klaren Fakten und hartnäckigen Fragen zeigt, wie wenig hier aufgeklärt wird. Kein Schaden, keine Verantwortung. Das klingt doch alles nach einem gewaltigen Vertuschungsversuch. Was denkt ihr? Warum dieses Schweigen? Könnte es daran liegen, dass die Wahrheit zu unbequem ist?
Wenn wirklich die Ukraine dahinter steckt, dann müssten alle Waffenlieferungen und Zahlungen sofort gestoppt werden. Aber das passt wohl nicht in den Plan der Regierung. Seid ihr auch so genervt von den ganzen Ausreden und Lügen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr dazu denkt. Vergesst nicht, das Video zu liken, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Enthüllung verpasst. Und teilt das Video, damit mehr Leute erfahren, was hier wirklich läuft. Bis zum nächsten Mal. Geht raus, liebe Leute, es ist wieder soweit. Weht das Blau, das uns in die Freiheit geleitet. Demokratie und Grundwerte, das ist unser Plan. Mit der AfD kommt ein neuer Morgen an. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schätzen unser Land. Das ist unser Ziel, mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Volksabstimmungen, das Schweizer Modell, das ist unser Weg, das finden wir ganz toll. Bundespräsidentenwahl direkt durch dich und mich. Mit der AfD wird Deutschland wirklich neu und frisch. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Opferschutz statt Täterschutz, das ist unser Recht. Unabhängige Richter, da wird's wieder echt gerecht. Deutsche Grenzen schützen, das haben wir erkannt. Mit der AfD, da bleibt Deutschland in der Hand. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Kinder und Familien, die sind uns viel wert. Die deutsche Sprache, die haben wir geehrt. Der Klimaweg endet, Umwelt wird geschützt. Mit der AfD wird Europa neu gemixt. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Familien, die sind uns viel wert. Unabhängige Richter, da läuft's wieder echt. Deutsche Grenzen schützen, das haben wir erkannt. Mit der AfD wird Deutschland in der Hand. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD.